Ja, ja, die Schulzeit. Sie erinnern sich doch bestimmt. Wie war das bei Ihnen? Rufen Sie uns an. Ja, hallo. Wen haben wir denn hier? Hallo, ich bin der Christian aus Freiburg und ich wollte auch was zu meiner Schulzeit erzählen. Also ich bin immer gerne in die Schule gegangen. Ich hatte einfach Spaß mit meinen Freunden. Es war so lustig. Wir haben uns immer in den Pausen getroffen. Und die Schulausflüge waren toll. Und die Schulfächer? Ich konnte mir die Vokabeln in den Sprachen nicht merken. Ich musste immer Englisch und Französisch lernen. Die Grammatik habe ich auch nie verstanden. Und die anderen Fächer? Naja, die waren okay, aber die vielen Hausaufgaben waren schrecklich. Und das Essen in der Schulkantine hat mir meist nicht besonders geschmeckt. Und was war das Beste an der Schule? Die Ferien natürlich. Klar. Also dann noch einen schönen Tag und viel Spaß. Ja, da habe ich schon wieder jemand in der Leitung. Hallo, wer ist denn da? Hallo, ich bin Sandra aus Münster. Hallo Sandra. Und wie war denn deine Schulzeit so? Eigentlich war ich gerne in der Schule. Meine Klasse war sehr nett und wir hatten gute Lehrer. Aber natürlich war nicht alles gut in der Schule. In Englisch zum Beispiel war ich gar nicht gut. Ich hatte Probleme mit der Aussprache und immer viel zu große Angst vor Fehlern. Und in Chemie hatte ich auch oft Probleme. Aber da hat mir ein Freund geholfen. Lustig war es vor allem in den Pausen und auf dem Schulweg. Wir sind immer mit dem Fahrrad in die Schule gefahren. Da waren wir immer zu viert oder zu fünft und das war sehr schön. Ach ja, der Weg in die Schule. Das war bei mir auch das Beste an der Schule. Danke für deinen Anruf und einen schönen Tag. Malte wollte heute Morgen nicht in die Schule gehen. Letzte Woche hatten wir eine Prüfung. Welche Fremdsprache hast du in der Schule gelernt? Hast du immer gute Noten bekommen? Meine Klasse war sehr nett. Mein Lieblingsfach war Geschichte. Die Universitäten sind kostenlos. Das ist toll. 3 Jahre eine Ausbildung machen, das finde ich zu lang. Schulabschluss mit 19 Jahren, das ist zu spät. Ein freiwilliges soziales Jahr soll jeder machen. 1 Jahr Pause nach der Schule ist schlecht für das Berufsleben. Das Schuljahr geht zu Ende, die Ferien beginnen. Viele Schülerinnen und Schüler verlassen jetzt aber auch die Schule. Sie beginnen einen neuen Abschnitt in ihrem Leben. Wie geht es Ihnen dabei? Wir haben mit 2 Schülern gesprochen, Marcel Schneider und Julia Schmidt. Morgen bekommen sie das letzte Schulzeugnis. Marcel, morgen gehst du zum letzten Mal in die Schule. Wie geht es dir? Gut. Ich bin froh, weil ich nicht gern in die Schule gegangen bin. Musstest du so viel lernen? Nein, eigentlich nicht. Die Noten waren nicht so schlecht. Aber ich hatte wirklich Probleme mit ein paar Lehrern. Was hast du gern gemacht? Die Praktika waren gut. Die habe ich gern gemacht. Und auch Deutsch und Englisch waren gut. Die Lehrerinnen haben mit uns Projekte gemacht und die Stunden waren nicht langweilig. Was machst du jetzt? Zuerst einmal 3 Wochen Urlaub. Und dann beginne ich eine Ausbildung in einer Bank. Ich möchte Bankkaufmann werden. Und ich habe auch schon eine Stelle. War das Zeugnis wichtig? Naja, ich habe nicht nur gute Noten. Aber zum Glück habe ich bei der Bank schon ein Praktikum gemacht. Das heißt, die Leute bei der Bank kennen mich und ich glaube, das war wichtig. Vielen Dank und einen guten Start, Marcel. Danke. Und wie geht es dir am letzten Schultag, Julia? Gut, sehr, sehr gut. Ich bekomme mein Abiturzeugnis und habe jetzt mal 3 Monate frei. Das ist prima. Und dann? Dann gehe ich nach Brasilien. Wir haben dort Bekannte. Und ich kann in ihrer Firma arbeiten. Ich möchte 1 Jahr dort bleiben. Kannst du Portugiesisch? Ja, ein bisschen kann ich schon. Aber ich lerne das bestimmt ganz schnell, wenn ich in Brasilien bin. Da höre ich die Sprache ja jeden Tag und muss sprechen. Das geht schon. Was möchtest du danach machen? Ich weiß noch nicht. Vielleicht studiere ich dann Biologie. Was hat dir in der Schule Spaß gemacht?
Ich hatte ein paar gute Freundinnen und Freunde in der Schule. Das war gut. Aber ich musste ziemlich viel lernen. In Englisch und in Mathematik besonders. Aber das ist jetzt vorbei. Dann wünsche ich dir einen schönen Sommer und alles Gute für Brasilien. Danke. Hi, Michael. Dich habe ich ja lange nicht gesehen. Ja, stimmt. Wie geht's dir, Nina? Gut. Und dir? Auch gut, danke. Was machst du denn jetzt? Ich wollte nach der Schule ja weg. Nichts wie weg. Und ich bin nach Italien gegangen. Ich habe in Genua einen Job in einem Hotel gefunden. Ach, stimmt. Du warst doch in der Schule immer so gut in Italienisch. Ja, das hat mir am besten gefallen. Und unsere Lehrerin, Frau Wimmer, war auch super. Bist du in Genua geblieben? Nein, da war ich nur 2 Jahre. Ich habe dann eine Tourismusakademie besucht und eine richtige Ausbildung zum Hotelmanager gemacht. Und wo arbeitest du denn jetzt? Im Hotel Zentral in Hamburg. Da bin ich Hotelchef. Und es gefällt mir wirklich gut. Und du? Was machst du? Ich habe zuerst in unserem Geschäft angefangen. Ach ja, deine Eltern hatten ja das Kleidergeschäft in der Stadt. Ja, genau. Ich habe gleich die Ausbildung zur Kauffrau gemacht. Und mein Vater wollte, dass ich auch dort im Geschäft arbeite. Aber das war nichts für mich. Wir haben das Geschäft verkauft. Und was machst du jetzt? Du hast doch so gut gezeichnet und gemalt. Du warst super in Kunst. Stimmt. Aber ich habe beruflich nichts mit Kunst gemacht. Ich habe studiert und bin Lehrerin geworden. Jetzt habe ich eine Familie, 2 Kinder und bin Lehrerin an der Grundschule hier. Also mir geht es richtig gut so. Sollen wir...